Estoy yendo a conocer a Margot y si es que me ahogo. Estoy en el metro, de verdad que me va a dar algo, ¿eh? Digo, ojalá me hubiese traído diazepam. Hallo, wie geht's? Hallo. Seguramente no estáis entendiendo por qué estaba temblando antes de conocer a esta señora tan adorable. Ella es Margot Friedlander y hoy, 5 de noviembre del 2021, cumple 100 años. Mirad, casi cumplimos años el mismo día, pero nuestras vidas no se parecen en mucho más. La mía ha sido siempre de lo más normal. Escuela, universidad, trabajo, vida en familia, casa en el mismo barrio. Sin embargo, cuando hablé con Margot me di cuenta de que ella no había vivido solo una vida, sino 4. Veréis, Margot es judía, nació el 5 de noviembre de 1921 en Berlín, sobrevivió al Holocausto y esta es su primera vida. Ich war ja sehr jung, wie Hitler. Ich war 12. Da ist man ja noch jung. Ich hatte eine sehr schöne Jugend gehabt, auch Kindheit. Sehr große Verwandtschaft, Familie. Sehr viele Onkel, Tanten, Cousinen. Wir hatten ein sehr großes Gut gehabt am Scharmützelsee, einem großen See. Wir waren Wochenenden oft dort, auf Ostern oder Pfingsten. Mein Bruder war ja 4 Jahre jünger als ich. Ich war also noch ein Kind. Wie die Jugend anfing, war es eigentlich, wurde es schwerer. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Hitler llega al poder en 1933. Alemania estaba en una de sus peores crisis y él culpa a los judíos de que el país esté en decadencia. De hecho, cree que son el origen de todos los males y a través de su repetida retórica antisemita hace creer a todo un país que los judíos son ávaros, ladrones, una degeneración racial y que usurpan los derechos de los cristianos. Habe ich mich bereit erklärt, die unterdessen von 7 Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und Adels. ¿Pero por qué los judíos? Lo cierto es que la Europa cristiana más nacionalista nunca había sentido simpatía hacia ellos, pero Hitler va más allá de los prejuicios religiosos y lo convierte en algo racial. Si los nazis hubiesen empezado asesinando a todos los judíos, todo el mundo se hubiese llevado las manos a la cabeza. Lo que hicieron fue desarrollar gradualmente estereotipos y prejuicios contra ellos, repitiéndolos constantemente en periódicos, en pósters, en discursos, hasta que la gente les creyó. Deutschland, in stolzer Freude seine Söhne in euch marschieren sehen. La idea era, primero, excluirlos de la sociedad y deshumanizarlos, para por último poder exterminarlos. Entonces lo hicieron muy poco a poco. Para que os hagáis una idea, cada día había una nueva ley antisemita, y entre 1933 y 1935 se crearon cerca de 2000. 1933. Los judíos quedan excluidos de trabajos de función pública por ser personas poco fiables. No pueden estudiar en escuelas o universidades con otros alemanes. 1935. Se les niega la ciudadanía. Según Hitler, existen también razas inferiores y razas superiores. Los alemanes están entre los pueblos de razas superiores, la raza aria, y los judíos inferiores. Si quieren ser un pueblo fuerte, tienen que conseguir que su raza sea pura, así que se les prohíbe a los judíos casarse o tener relaciones sexuales con personas de sangre alemana.
1937 se prohíbe admitir a los niños judíos en las escuelas. 1938 todos los pasaportes judíos llevarán una J. Se les obliga a declarar sus propiedades. Se les prohíbe tener armas. Se les prohíbe la entrada a los hospitales. Se les prohíbe salir del país. Se les prohíbe ir al cine, al teatro o practicar deporte. ¿Veis por dónde voy, no? Pero ahora estamos en 1935. Margot desconoce todo esto. Pensar en una cámara de gas en este momento es una auténtica locura. Y de alguna manera, aunque poco a poco les quitaran todos sus derechos, el ser humano no está preparado para pensar en lo peor. De hecho, cuando oían hablar de campos de concentración o de asesinatos, pensaban que era mentira y decidieron quedarse en Alemania. Ich bin ja bis 16, 17 in die Schule gegangen und dann noch 16, ein Jahr in die Modezeichenschule. Ich wollte dann lernen, wie man ein Kleid zusammensetzt und habe noch 1,5 Jahre in einem kleinen Salon gelernt, war so Lehrmädchen. Und dann kam 38, Kristallnacht. Damit war es dann aus, ja. La noche de los cristales rotos ocurrió el 9 de noviembre de 1938 y fue una acción organizada por el Estado en la que se quemaron prácticamente todas las sinagogas de Alemania y se destruyeron las tiendas, las escuelas, los cementerios y los hospitales judíos. Esa noche, más de 100 judíos fueron asesinados y 30.000 fueron enviados a campos de concentración. Los judíos se dieron cuenta de que ya no solo no tenían derechos como alemanes, sino es que ahora además eran peor que las ratas. La policía estaba en su contra, no tenían derecho a ningún tipo de justicia, la gente podía insultarles por la calle, les podían pegar, les podían robar su negocio y ellos ya no tenían ningún tipo de derecho, porque a ojos de la ley estaban cometiendo un delito, el delito de estar vivos. 38 bei der Kristallnacht, da die Eltern geschieden waren, haben wir natürlich befürchtet, wo der Vater ist. Nach mehreren Tagen hat er sich gemeldet und er hatte sich versteckt. Aber sein Geschäft, unser Geschäft, das Geschäft war arisiert worden. Haben Sie das Wort gehört? Ja. Es gehört ihm also nicht mehr. 1941 durften wir nicht mehr eine Wohnung haben und sind in eine Wohnung eingesiedelt worden. Das hieß ein Judenhaus. Sind schon 34, haben schon die Auswanderung angefangen. Und mein Vater war der Meinung damals, ich kann es nicht verstehen, dass ihr weggeht. Er hat ja nicht daran geglaubt, dass sich das hält. Onkel hat gesagt, hier kann man nicht leben. So von 34, 35, 36, 37 an wurde es natürlich schwieriger, weil die Freunde, Verwandten langsam sind weggegangen. Der Kreis der Freunde wurde kleiner und unser Leben wurde anders. Warum wir nicht weggekommen? Ja. Mein Vater hat im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft, war hoch ausgezeichnet, dieses Eiserne Kreuz, hat einen Bruder verloren. Wir haben uns als Deutsche gefühlt. Warum sollten wir weggehen? Ich bitte Sie, um diese Zeit waren sehr wenige weggegangen. Erst, wie es dann 38 nach der Kristallnacht, dann habe ich gesagt, Hitler geht nicht, wir müssen gehen.
dann war es zu spät. Dann war es schwer, irgendwo hinzugehen. Die Länder haben zugemacht und uns nicht mehr reingelassen. Wir haben alles versucht, um wegzugehen. Mein Vater, wie gesagt, der nicht auswandern wollte, ist weggegangen und hat uns gelassen. Wer wollte auch in normal, ich meine, wir hatten mir nicht gedacht, dass sich das hält. El racismo y el miedo de acoger a refugiados con orígenes étnicos y religiosos diferentes, desgraciadamente no es nuevo. Cuando los judíos intentaron salir del país, el mundo les dio la espalda cerrándoles las fronteras. Los países aliados se negaron a acoger refugiados del Holocausto, aunque sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo en Europa. Uno de los requisitos para dejarles entrar era tener un pasaporte válido, cuando sabían perfectamente que desde 1941 los judíos no tenían uno, porque Alemania les había quitado la nacionalidad. An und für sich hat ja Amerika nichts getan. Man musste ja eine Bürgschaft haben und das Wesentliche war eine Quotennummer. Die haben ja nicht die Juden gegeben, die kamen ja von der Regierung. Und diese Quotennummer war sehr hoch, das heißt also nur ein gewisses Amount von Menschen konnte auswandern. Sie wissen ja wahrscheinlich von dem Schiff, das nach Kuba sollte und dann nicht dort reingelassen wurde, vor der Küste von Florida eine Woche gestanden hat und Verhandlungen waren und man hat diese 1000 Menschen nicht reingelassen und hat genau gewusst, wenn sie zurückgehen, wenn sie ins Lager kommen. Viele waren schon vorher im Lager, sind nur freigelassen worden, weil sie auswandern wollten. Meine Mutter hat alles versucht, eine Auswanderung. Die Schwester, die in Brasilien war, hat uns Papiere geschickt. Und als meine Mutter zum Konsulat kam und der Mann die Papiere gesagt, ihre Schwester ist an einen Schwindler gekommen. Das sind keine Papiere. Die hat viel Geld bezahlt dafür. Man hat alles versucht. Ich will Ihnen was sagen, es wären keine 6 Millionen umgekommen, wenn man hätte auswandern können. Mein schweres Leben fing ja an dem Tag, als mein Bruder verhaftet wurde. Die Mutti war nicht zu Hause, ich auch nicht. Wissen Sie, es ist sehr schwer zu sagen. Ich gehe die Skalitzer Straße entlang. Es ist kurz vor 2 Uhr, ein Grauherrn am Mundberg im Berliner Kreuzberg. Auch ich bin so in Gedanken versunken, dass ich den Mann kaum wahrnehme, der ungefähr ein Häuserblock entfernt von mir hergeht. Es ist der 20. Januar 1943. Ich denke nur an heute Abend. Wir wollen fort aus Berlin, meine Mutter, mein Bruder und ich. Unsere Flucht ist lange geplant. Einmal noch treffen wir uns in der Wohnung, um uns abzusprechen. Wenn alles gut geht, sind dies meine letzten Stunden in Berlin. Wie wird es sein, dort, wo wir hinwollen? Es wird besser sein als hier.
Das glauben wir zumindest. Wir hoffen es. Es ist unsere letzte Hoffnung. Dann fühle ich plötzlich, dass etwas nicht stimmt. Ich blicke auf. Der Mann, der vor mir hergeht, irgendetwas gefällt mir an ihm nicht. Ich starre auf seinen Rücken in dem dunklen Mantel. Unwillkürlich übernehme ich den Rhythmus seiner Schritte. Ich habe Angst und weiß nicht warum. Der Mann verschwindet in einem Hauseingang. Es ist die Nummer 32. Unwillkürlich presse ich meine Handtasche gegen die Brust, um den gelben Stern zu verdecken, den wir ja getragen haben. Soll ich einfach weiterlaufen? Aber wohin? Ich muss nach Hause. Ich will nichts an unserem Plan ändern, sonst wird alles scheitern. Die Nummer 32 ist ein gewöhnliches Berliner Mietshaus, die orgelbe Fassade nachgedunkelt und so weiter. Unsere Wohnung liegt im Pforthaus, 2. Stock. Von dem Mann ist nichts zu sehen. Also ich gehe, ohne Zögern steige ich die Treppe hinauf, doch dann sehe ich ihn. Er steht in der 2. Etage, direkt vor unserer Wohnung, lehnt mit dem Rücken an unsere Tür. Ich schaue ihn nicht an, starre auf einen unsichtbaren Punkt in der Luft. Nun können Sie sich ja vorstellen, wenn ein junges Mädchen so eine Erfahrung hat, das war in meinem Leben der schrecklichste Moment. Denn da habe ich gewusst, warum steht er vor der Tür? Ist niemand da mehr? Wo sind die Mutter, der Bruder? Was ist passiert? Auf wen wartet er? Am liebsten würde ich wieder runtergehen. Doch zum Umkehren ist es zu spät. Natürlich, kann sich ja vorstellen, der hätte ja was gemerkt, wäre ja nachgekommen. Mir bleibt keine Wahl. Meine Schritte hallen durchs Treppenhaus. Im selben Rhythmus wie bisher, nicht schneller, nicht langsamer. Noch immer halte ich die Handtasche gegen meine Brust. Dann muss ich an ihm vorbei. Ich bin ihm so nahe, dass er mich berühren könnte, aber ich schaue ihn nicht an. Ich verwende alle meine Kraft darauf, teilnahmslos zu wirken. Was will dieser Mann? Warum steht er vor unserer Tür? Auf wen wartet er? In der 3. Etage bleibe ich stehen. Ich muss mich schnell entscheiden. Kurz entschlossen klingel ich an einer Tür. Die Nachbarn, die hier wohnen, kenne ich kaum, obwohl ihre Wohnung direkt über unserer liegt. Es sind nicht Juden. Ich habe noch kein Wort mit ihnen gewechselt. Jetzt bete ich, dass sie zu Hause sind. Tatsächlich höre ich Schritte, die sich der Türe nähern. Kurze, energische Schritte, Absätze klappern über den Dielenboden. Es sind die Schritte einer Frau. Die Tür öffnet sich und die Nachbarn erkennen mich sofort. Ich habe Angst, dass sie mich laut begrüßt, doch sie bleibt stumm, winkt mich in die Wohnung hinein und schließt die Türe. Das ist zum Beispiel schon der erste Moment gewesen, wo Christen mir geholfen, Deutsche mir geholfen haben, was jedoch sehr stark verboten war. Jetzt wird mir klar, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Ich sehe es in ihren Augen. Sie bittet mich ins Wohnzimmer, zeigt auf einen Stuhl, ich setze mich, sie nimmt mir gegenüber Platz. Sie sind gekommen, sagt die Nachbarin leise, als könnte der Mann auf dem Treppenabsatz noch immer mithören. Gestapo. Wann, frage ich. Am Vormittag, sagt sie, vor ein paar Stunden. Plötzlich hat jemand durchs Treppenhaus gebrüllt. Aufmachen, aufmachen. Dann das Poltern auf der Treppe. Ich bin zum Fenster gelaufen, da kam sie gerade zur Tür raus. Sie haben sie in den Polizeiwagen gestoßen. Wen, frage ich. Ein Mann, eine Frau, etwa Mitte 20. Ich kannte sie nicht.
Und der Junge, mein Bruder, Ralf, meine Mutter. Ich sollte etwas ausrichten. Und dann sagt sie mir, was mir meine Mutter nicht mehr selber sagen kann. Ich habe mich entschlossen, zur Polizei zu gehen. Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag. Versuche, dein Leben zu machen. Und ich habe eine Frage, warum glauben Sie, dass diese Nachricht so kurz war? Weil sie nicht auf mich warten wollte. Weil sie sich selber gestellt hat und nicht wollte, wenn sie auf mich gewartet hätte oder dann hätte ich meine Mutter nicht gehen lassen, dann wäre ich mit ihr gegangen, selbstverständlich. Und das wollte sie vermeiden, denn das ist ihr Entschluss gewesen. Das ist das, was ich mein ganzes Leben mit mir getragen habe. Habe ich das Richtige gemacht? Aber die Mutti hat doch hinterlassen, versuche dein Leben zu machen. Ich war die Ältere, der Bruder war der Jüngere. Sie müssen sich das vorstellen, ich war ja 21 Jahre alt, auch immer alleine und ohne Eltern, ohne irgendjemanden habe ich dann da gestanden, ohne Geld, ohne alles. Si tus manos me piden consuelo, si hay sombras creando senderos, si te mueres de miedo, voy a calmarte contándote un cuento. Va de una niña espejismo del tiempo que camina por un campo abierto. Y la noche ya no le da miedo, y la luna le está diciendo: al final. Wo soll ich hingehen den Abend? Ich kenne doch nur jüdische Leute. Also ich bin zu Freunden gegangen und da habe ich übernachtet. Ich bin am nächsten Tag zu einer Verwandten, einer nicht-jüdischen, sie war verheiratet, aber geschieden mit dem Cousin meiner Mutter. Sie war Schweizerin und Christin. Ich bin zu ihr gegangen und hatte geklingelt. Sie war erstaunt, dass ich da bin. Sie hat erwartet, dass wir weggefahren sind. Sie hat auch Sachen von uns abgeholt, Möbel und Bilder. Und ich habe ihr gesagt, sagt sie, warum bist du hier? Da habe ich gesagt, ich hoffe, du kannst mir helfen, ich möchte mich verstecken. Und sie hat gesagt, wenn du nicht deiner Mutter hilfst, ich kann dir auch nicht helfen. Und ich sagte ihr, wie kann ich ihr helfen? Sie ist bei der Gestapo. Indem du mit ihr gehst. Und diese Worte habe ich mir ja selber gesagt, aber andererseits hat die Mutter gesagt, versuche dein Leben zu machen. Sie wollte nicht, dass ich mich stelle. Wir haben ja nicht gewusst, was wir erwarten können. Wir haben ja nie gewusst, denn die Transporte, die schon über ein Jahr gegangen sind, hat man immer gesagt, sie gehen in den Osten. Erfahren habe ich immer erst eine Woche vor der Befreiung, was Auschwitz ist. So, ich bin zurück zu diesen Freunden. Er hat mir eine Adresse gesagt von jemandem, der mit ihm in der Fabrik gearbeitet hat. Das war die erste Stelle, wo ich untergetaucht war. Ich hatte 16 verschiedene Unterkünfte. Manchmal ist man nur eine Nacht geblieben oder 2. Margot pasó año y medio viviendo en la clandestinidad, se tiñó el pelo y se operó la nariz para parecer menos judía. Todos los que le ayudaron fueron alemanes con una ideología diferente a Hitler. Entre ellos había formado una red de contactos y Margot fue durmiendo cada 2 días en casas de extraños que se jugaban el cuello por salvarla.
Decirlo es fácil, pero estamos hablando de una chica de 21 años, sola, durmiendo en casas de desconocidos mientras Berlín estaba siendo bombardeada día y noche. Cuando casi toda la ciudad estaba ya destruida, ella no podía ir a los búnkers a protegerse para que no le viesen los guardias, así que se tenía que quedar sola en casa, tapándose los oídos, esperando tener suerte. Wie wurden Sie gefangen genommen? Wann war das, der Moment? Waren Sie Es schon war, so... das war für mich der Grund, dass ich Deutsche nicht verurteile, weil mir Deutsche damals in der schweren Zeit geholfen haben, etwas gemacht haben, was ihren Kopf hätte kosten können. Sie haben also mit Juden geholfen. Ich bin dann mit diesen Helfern einmal nach 1,25 Jahren in einen Luftschutzkeller gegangen, weil wir konnten nicht im Haus gehen, denn jeder kannte einen. Und auf dem Weg zurück sind Greifer gekommen. Die haben nach unseren Ausweisen gefragt. Meine Leute, mit denen ich war, nämlich die hier auf dem Bild sind, hatten natürlich, ich hatte keinen. Ich habe gesagt, die Leute sind weggegangen. Ich habe gesagt, ich bin jüdisch und ich bin verhaftet worden. Cuando atraparon a Margot, sintió alivio porque sentía que estaba traicionando a los suyos, teniendo otro destino. Algo que me llamó muchísimo la atención de Margot fueron sus remordimientos por haber sobrevivido. Luego, leyendo entrevistas, me di cuenta de que es algo que tienen en común todos los sobrevivientes. Todos están de acuerdo en que los mejores de ellos no regresaron a casa. Cuando Margot llega a comisaría, se encuentra ahí a Stella Kozlak, más conocida como el Veneno Rubio. Stella, además de ser famosa por ser una judía que colaboró con los nazis delatando judíos, se cree de hecho que delató entre 600 y 3.000 judíos a cambio de 300 Reichsmarks. También trabajó con el hermano de Margot en la fábrica de Siemens. Margot cree todavía hoy en día que Stella fue la persona que truncó el futuro de su familia delatándoles el 20 de enero de 1943. Und hatte das große Glück, nach mehreren Wochen nicht nach Auschwitz zu kommen. Es gab ja keine Juden mehr, nur die man aufgefangen hat. Die Transporte waren ja schon weg. Und ich bin nach Theresienstadt gekommen. Es war ein altes Lager. So. Wir hatten also keine Gaskammer. Das war ganz anders als Auschwitz. Ich hatte großes Glück. Margot dice que tuvo suerte porque en 1942 se puso en marcha la solución final, un plan de los nazis para exterminar por completo a los judíos. Empezaron entonces la construcción de campos de exterminio, entre ellos el de Auschwitz, donde crearon cámaras de gas y llegaron a gasear a 24.000 personas por día. Se estima que asesinaron a 11 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos, 800.000 gitanos, 300.000 discapacitados y 250.000 homosexuales.
Wir hatten sehr wenig zu essen natürlich und wir haben 2 oder 3 Stücke gebeten. Latrinen waren im Garten draußen auf dem Hof. Ich habe Glimmer, Mica gesplittet. Mica ist ein Stein, der wird für Isolierung gebraucht. Aber man musste von diesem Stein kleine Plättchen absplitten, diese Arbeit wurde jeden Tag, also es hat auch sehr gekribbelt, und es wurde jeden Tag gewogen, wie viel wir gemacht haben. Ich war eine sehr gute Glimmerin. Ich bin einen Tag mal zu spät zur Arbeit gekommen. Ich bin sehr schwer verhört worden von den Aufsehern. Und der hat dann zu mir gesagt, wenn du nicht so eine gute Glimmerin wärst, wärst du im nächsten Transport in den Osten. Und da hat man natürlich Angst gehabt, denn die Transporte aus Theresienstadt sind auch immer wieder weggegangen in die verschiedenen, nachher dann eben nur noch nach Auschwitz. Es gab ja doch sehr viele Lager. Und ich habe es in Theresienstadt überlebt, aber eine Woche vor der Befreiung kam ein Transport und als die Türen, ich musste da helfen, aufgemacht wurden von diesen Viehwaggons, sind die Toten und lebendig, die aussahen wie Tote, rausgefallen. Und da war auch jemand dabei, den ich kannte von früher, den ich natürlich nicht erkannt habe. Und da haben wir gehört, die kamen aus Auschwitz. Auschwitz wurde im Januar befreit. Es war bereits April. Sie waren auf diesem Todesmarsch. Und als sie nicht mehr weiter konnten, weil da Russen kamen und auf der anderen Seite Amerikaner, hat man sie nach Theresienstadt geschickt, das letzte Lager, das noch nicht befreit war. Und wir haben erfahren von Auschwitz. Und da habe ich mir gesagt, ich werde meine Mutter und meinen Bruder nicht mehr wiedersehen. Übrigens, meine Mutter hat ihre Handtasche hinterlassen für mich und da war die Kette drin und ihr Notizbuch. Das war das Einzige, was ich von der Mutti habe. Und ich war in der Lage, durch die ganzen 1 Jahr, 3 Monate und ein Jahr im Konzentrationslager das durchzukriegen und zu haben. Sie konnten das behalten in den Konzentrationen? Ja. Das konnten Sie behalten? Ja. Es war ja kein Silber. Prometiste un viaje largo y cuidar de mí sabiendo que podría ser amargo. Prometí aguantar hasta el final y ahora veo que has cumplido cada uno de tus pactos. Marcharme a otro lugar, tienes que llevarme, aunque sepa que mis ojos te dirán que no quiero abandonarte.
war das Erste, was Sie nach der Befreiung getan haben? Getan? Ja, was Sie getan haben. Sind Sie Wir waren ja noch im Lager. Nee, wenn Sie befreit waren? Immer noch. Ja, immer noch war der. Wo sollten wir hin? Die aus der Tschechoslowakei kamen dort, die sind mit dem Militär nach Hause. Die Holländer haben Busse geschickt und ihre holländischen Juden abgeholt. Viele. Wir haben ja nicht gewusst, wo wir hin sollten. Wir hatten ja nichts und kein Geld und gar nichts. Es wurden DP-Lager aufgemacht. DP ist Displaced Person. Wir waren displaced. Diese Lager, also um uns aufzufangen und Essen zu geben, zu Untersuchungen und so weiter, waren von der UNRWA, United Restitution Organization. Wir haben nur Rationen, Militärrationen bekommen. Sie haben seinen Mann kennengelernt und dann... Nein, ich kannte ihn ja von früher aus diesem Theater, wo ich kurze Zeit war und habe also 5 Jahre nie gewusst. Und er kam aus einem anderen Lager nach Theresienstadt. Verliebt? Auch nicht verliebt, Auch nicht nein. verliebt? Okay. Nein, wissen Sie, in diesem Zustand war man nicht verliebt. Man hat sich gefreut, jemanden zu haben, einen Menschen, den man kannte, den man vielleicht vertraut. Er fragte mich eines Tages, ob ich mir vorstellen könnte, ein neues Leben mit ihm anzufangen, zu arbeiten und was zu schaffen. Er hat aber das Glück, eine Schwester, die in Amerika war. Mein Mann hatte gleich noch in Theresienstadt ein Telegramm von seiner Schwester bekommen, dass sie gelesen hat, dass er es überlebt hat und sie erwartet ihn. Por favor, encontrar a Adolf Friedlander y comunicarle este mensaje. Stop. Hermana Ilse, feliz de que esté vivo. Stop. Estoy casada. ¿Qué puedo hacer por ti? Stop. Amor y besos, Ilse Friedlander. Und so kam es dann, dass wir dann nach der Befreiung, also ein Jahr später, sind wir dann nach Amerika gekommen. Dann hat man uns reingelassen. Als ich nach Amerika gekommen bin, wir hatten ja einen kleinen Koffer, und da war ja kaum was drin. Eingefahren bin, Schiff und die Statue of Liberty gesehen, die da steht für Liberty, habe ich gesagt, sie hat uns nicht die Liberty gegeben, wie wir sie brauchten. Ich brauche sie ja nicht, ich war ja befreit. Ich bin aus eigenem freien Willen nach Amerika gegangen. Resentment? Ich habe kein Resentment. Ich bin, wenn ich lese, den Schülern und Menschen und das Buch zumache, sage ich zu ihnen, ihr werdet vielleicht überrascht sein, dass ich zurückgekommen bin und euch wundern. Ich bin zurückgekommen, um mit euch zu sprechen, euch die Hand zu reichen, euch zu bitten, ihr sollt die Zeitzeugen sein, die wir nicht mehr lange sein können. Es ist für euch. Nicht, was war, können wir nicht mehr ändern. Aber es darf nie wieder geschehen für euch. Mein neues Buch ist ja vor einer Woche rausgekommen. Was der Titel ist? Ich tue es für euch. Es ist, ich sage, wie gesagt, was war, war. Aber da ich gute
Menschen, Deutsche hatte, die mir geholfen haben, habe ich ein anderes Gefühl für Menschen. Ich glaube an Menschen und ich glaube auch, dass in jedem Menschen etwas Gutes ist. Ich sage auch, es gibt kein jüdisches, kein christliches, kein muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle Menschen, regardless ob Farbe oder Religion. Ihr seid Menschen und Menschen haben etwas getan, was nicht menschlich war. Wie konnte es möglich sein, dass Millionen ihre Hand dazu gegeben haben, Menschen umzubringen? Und man hat ja nicht nur 6 Millionen Juden umgebracht, man hat ja Millionen Unschuldige. Es waren Menschen und Menschen haben es getan. Warum soll ich junge Menschen oder die nachgeboren sind, beschuldigen für etwas, wo sie gar keine Schuld haben? Ich will auch nicht wissen, was ihre Großmütter oder Großväter getan haben. Das war. Ich weiß es. Und alle haben irgendwas. Ich will es nicht wissen. Ich will mich auf die jungen Menschen konzentrieren für euch. Das ist meine Mission. Guarda sobre el que es su propio techo. Todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado, después de 1000 batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Und es sind keine Bekannten, es sind Freunde. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Antes que rompan el cristal, es mejor arder en llamas antes que callar. Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más. Y acabo entendiendo un mensaje sincero. Cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces nadie te podrá